Tag, ich bin Konrad Rennert und ich begrüße Sie hier als Geschäftsführer der Blue Pages GmbH bei der Präsentation einer revolutionären Dienstleistung für die Wissensgesellschaft. Diese Dienstleistung soll das spielerische Lernen unterstützen. Sie liefern die Daten für die Lernerfolgskontrollen oder für die Wissensquizze und wir produzieren zum Stückpreis von 6 Cent pro Frage beziehungsweise 10 Cent für ein Fragenpaar für JavaScript und für Moodle. Wir produzieren Ihre Fragen und liefern Ihnen innerhalb kürzester Zeit das Ganze zurück. Und dieser Preis von 6 oder 10 Cent, den erkläre ich dann noch separat, der gilt dann, wenn man das Volumen in der Datei voll ausschöpft. Das sind 996 Fragen, die man dann pro Datei anliefern kann. So, schauen wir uns an, worum es jetzt hier konkret geht. Links sehen wir hier schon so ein Quiz, wie so eine Frage dann aussieht, von der ich sprach, dass die Erstellung 6 Cent kostet. Da sind hier physikalische Größen mit Einheiten zu versehen. Aber wollen wir am Anfang mal hier loslegen auf der Website der Blue Pages GmbH. Da gibt es den Menüpunkt Mobiles Lernen und den Quizgenerator. Da habe ich drauf geklickt und da sehen wir gleich das, was Sie auch komplett herunterladen können, nämlich dieses Quiz mit den 996 Fragen sowohl für JavaScript als auch für Moodle. Das heißt, Sie müssen, wenn Sie Moodle testen wollen, selbst eine Lernplattform haben. Und hier haben wir jetzt die JavaScript-Version. Die erste Frage, die bezieht sich auf Vokabeln, Englisch-Vokabeln wiederholen. Das heißt, wiederholen ist hier gemeint, wenn man die gleiche Frage nochmal machen will. Das ist ganz einfach bei JavaScript. Sie klicken hier auf etwas, was Sie zuordnen wollen, beispielsweise dangerous, gehört zu gefährlich. Und wenn es richtig war, ist es grün. Wenn man jetzt was anklickt, was falsch ist, zum Beispiel closed, gehört nicht zur Zelle, sondern closed, man darf es dann nochmal machen, gehört zu geschlossen, dann sieht man, dann wird es grün. Das hier ist zum Üben für die Schüler und das können Sie machen, so viel Sie wollen, auf jedem Gerät, was Internetzugang hat und einen Browser, der JavaScript unterstützt. Das Gleiche haben wir dann aber auch für Lernkontrollen. Hier links, da sehen Sie so eine Lernkontrolle, die mit Moodle gemacht wurde. Und zwar ist es hier die Version 3.2. Das läuft aber auf den Versionen ab 2, wenn Sie dort dieses Plugin installiert haben. Bei 3 ist es schon im Standardumfang enthalten, bei der Version 3 von Moodle, aber bei 2 muss man ein Plugin zusätzlich installieren, was von der Open University kommt. In der neuen Version, sagte ich ja, ist enthalten. So, wir sehen, hier sind die richtigen Zuordnungen, nur hier kann man nichts mehr rückgängig machen. Das ist jetzt festgehalten worden, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Wenn es grün ist, ist es richtig. Das heißt, ich könnte jetzt hier mal abschreiben, wenn ich sage, Conductive passt hierzu, Zelle gehört dahin, Condition gehört dahin. Das ist natürlich jetzt leicht, wenn man da abschreiben kann. Das heißt, die Schüler, die können das vorher hier in JavaScript üben und dann kriegen sie ein paar Tage später den Test so vorgestellt, dass das protokolliert wird in der Lernplattform und dann kann man das auch mit einer Benotung versehen, wie auch immer. Wenn jemand was falsch macht, so wie ich hier bei 4, das ist nämlich Arabisch, das wird auch unterstützt oder andere Sprachen, die mit UTF-8 kodiert werden können. Und da haben wir hier die arabischen Worte, da ist alles falsch. Ja, hier unten sieht man aber, wie es richtig wäre. Und wenn ich hier mal die arabischen Worte zuordne, hier habe ich ja auch, dann kann man hier mal bei den längeren Worten mal zuordnen, weil hier 2 Worte sind, habe ich gedacht, heißt guten Tag. Aber hier ist ziemlich schwierig. Ich könnte natürlich hier die Möglichkeiten mir anschauen. So, das erstmal hier zu der Möglichkeit mit JavaScript. Will ich jetzt noch ein bisschen näher drauf eingehen. Sie können hier, wenn Sie so einen Test haben, der auf einer Webseite eingebaut ist, das kann also wie hier WordPress sein, das kann aber auch jede andere Website sein, wo man Frames einbauen kann und das ist praktisch immer, wenn da mit HTML5 gearbeitet wird. Ich gehe hier mal zur nächsten Frage, hier war ja Physik, da sehen Sie, hier kann man dann also auch über nächste Frage weitergehen. Jetzt bin ich schon bei der Chemie gelandet. Wenn man sagt, oh, ich wollte aber jetzt was mit Division machen, dann kann ich also auch direkt hier auf die Fragensammlung gehen. Und da sehen wir alle 996 Fragen, die Sie also auch selbst hier auf unserer Webseite abrufen können oder die Sie herunterladen können.
Und da gibt es hier irgendwo die Division, da haben wir sie hier bei 603 zum Beispiel, ist eine Divisionsfrage. Und da kann man dann hier die richtigen anklicken, 32 durch 4 gibt 8 und so weiter. Das ist also hier zu sehen. Und wenn man hier am Ende der Liste angekommen ist, kann ja sein, man hat alle durch, unruhige Nacht gehabt, kam nicht an den Morgen, dann kann man eben mal schnell diese 996 Fragen durchgehen. Ich fange jetzt mal bei der 995. an. Und da kann man dann also sagen, okay, mache hier mal so ein bisschen was, 6 plus 9 gibt 15. So, die anderen weiß ich, gehe gleich mal auf nächste Frage. Und da sieht man, jetzt geht es wieder los. 996 habe ich jetzt erst. Nächste Frage, jetzt bin ich wieder bei der ersten. Und dann bin ich also auch wieder hier. Schauen wir uns mal die 9. an. Dann kann man gleich mal simulieren, wie das bei den Schülern dann gedacht ist. Die 9. Frage, das ist eine Frage zu den physikalischen Größen, also die abgeleitet sind. Und die schaue ich mir jetzt mal hier in der Fragensammlung an. Probiere es erstmal aus. Ich übe noch ein bisschen, müsste ich ja eigentlich können. Ich habe es ja mal studiert und auch das Studium abgeschlossen. Ich übe hier, gehe mal auf Coulomb und das gebe ich ein bei elektrische Ladung. Passt ja sogar. Die elektrische Spannung, die setze ich hier auf Volt. Das Drehmoment auf Newtonmeter, das passt auch. Die Leistung, die passt zu Watt und die Kraft zu Newton und die Frequenz zu Hertz. Okay, ich habe jetzt geübt und jetzt sage ich, jetzt mache ich also nicht gleich darauf, aber am nächsten Schultag, da mache ich dann die Prüfung und da kommt dann beispielsweise so eine Frage vor, nur eine andere Reihenfolge. Hier stehen zwar die gleichen Paare, aber in einer anderen Reihenfolge als jetzt hier gefordert. Newtonmeter geht bei dem Drehmoment, das heißt, hier muss ich jetzt schieben. Newtonmeter passt zum Drehmoment, Watt passt zur Leistung, Hertz passt zu Frequenz und Newton passt zur Kraft. Coulomb passt zur elektrischen Ladung und da bleibt nur noch Volt bei der elektrischen Spannung. Und bei einer richtigen Prüfung kann man nicht sofort auf Prüfen gehen, sondern das macht am Ende der Lehrer. Aber hier habe ich es jetzt so eingestellt, dass man sofort was sieht. Wäre jetzt sehr peinlich, wenn ich da was rot gehabt hätte. Aber wenn es rot gewesen wäre, hier unten können Sie ja nachsehen, da hat man dann noch die Möglichkeit, solche Defizite dann auszugleichen, weil hier steht ja die richtige Lösung. So, das dann zu der Version, wie sie am PC abläuft. Im nächsten Abschnitt des Videos will ich Ihnen zeigen, dass man sich aber auch mit dem Smartphone und Moodle oder dem Tablet und Moodle bekannt machen sollte. Das setzt voraus, dass Sie eine neuere Moodle-Version einsetzen, also 3.2 oder spätere, die gehen. Und Sie müssen dort die sogenannten Web-Services aktiviert haben und dann haben Sie das, was ich Ihnen also jetzt zeige, als Option. Und das wird genauso protokolliert wie hier. Aber ich denke mal, die meisten Einrichtungen in Deutschland, die werden noch nicht die neueste Version einsetzen, aber vielleicht im nächsten Jahr oder in den nächsten Monaten. Und dann sehen Sie also in dieser Version, die ich hier zeige, wie die Zukunft aussehen könnte. Wenn Sie auf einer der neuesten Moodle-Versionen einen Zugang haben und dort die Web-Services installiert sind, dann können Sie die App Moodle Mobile nutzen. Und das will ich hier tun. Ich habe darauf getippt. Nach 1 oder 2 Sekunden, da sind die Kurse verfügbar, für die ich eingetragen bin. Dann nehme ich hier den Quiz-Generator und da habe ich die Quiz-Auswahl. Da nehme ich gleich die verschiedenen Themen und Fächer. Hier unten, da ist auch ein Quiz mit 996 Fragen. Das ist also die komplette Liste aller Fragen, die hier von dem Generator erstellt wurden. Die kann man allerdings nur am PC durchführen. Die App, die hängt sich auf, beziehungsweise sagt, dass man das nur im Browser machen kann. Wir nehmen hier die verschiedenen Themen und Fächer, damit ich Ihnen zeigen kann, was da möglich ist. Und da haben wir schon einen Test, der ist also durchgeführt worden. Und da kann man sich anschauen, wie der gelaufen ist, wenn man darauf tippt. Und man kann sich den Bericht anschauen. Da sehen wir, dauerte 15 Minuten und 55 Sekunden und man hat 97% erreicht.
Das kann man sich hier anschauen. Sie sehen, die Fragen, die richtig beantwortet sind, die sind mit dem grünen Haken versehen. Hier kommt aber dann auch was Rotes, weil da geht es um Arabisch, weil Sie sehen, man kann also auch hier mit Fremdsprachen Tests durchführen. Obwohl ich hier ein paar Mal schon diese arabischen Zeichen gesehen habe, kann ich es immer noch nicht richtig zuordnen. Sie sehen, da sind also auch 2 rote Kreuze, das sind also falsche Antworten. Die anderen sind alle richtig und das brauchen wir uns jetzt nicht mehr anschauen, weil ich will es ja gleich mal zeigen, wie das geht, wenn man so einen Test erneut durchführt. Ich gehe zurück, 2-mal und gehe auf Test wiederholen. Und da steht, wie das abzulaufen hat. Man tippt einmal zum Auswählen und dann tippt man nochmal zum Ablegen. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich kann das jetzt so ein bisschen nach oben schieben, damit ich alles auf einmal sehe. 6 Fragen bzw. 6 Vokabeln, die da links in der Spalte in Englisch stehen und unten stehen die Entsprechungen im Deutschen. Ich tippe jetzt mal auf Zelle, elektrisches Element. Sie sehen, das ist jetzt so mit einem Schatten schwarz markiert dargestellt und da tippe ich dann hier oben hin. Und so mache ich das dann auch mit den nächsten. Gefährlich passt zu dangerous, das passt ja gleich da drüber. Geschlossen passt zu closed. Component oder Komponente, das passt dahin. Leitend und leitfähig, das passt zu conductive. Und Bedingung und Zustand zu condition. So, dann kann man hier auch gleich prüfen, wenn man das möchte. Muss man nicht, aber man kann es. So habe ich es hier eingestellt. Aber bei den echten Prüfungen macht man es natürlich nicht. Dann gehe ich auf OK. Und dann sehen Sie, die sind alle richtig gewesen. Grüne Haken. Das wird bei der nächsten Frage dann nicht so sein. Da weiß ich, da sind die längeren Begriffe, guten Tag, das passt hier oben. Und die anderen, die rate ich jetzt einfach mal, weil Sie sollen ja sehen, das kann man also auch recht schnell mit dem Smartphone, das habe ich jetzt falsch gemacht, zuordnen. So, jetzt habe ich das gemacht, gehe auch wieder auf Prüfen und OK. Und da sehen Sie, eins habe ich ja schon mir gemerkt und hier, von den anderen, da sind also dann 3 falsch und 2 richtig. Und da gehen wir gleich zum nächsten. Und da sehen Sie, hier geht es jetzt wieder um ein anderes Fach, nämlich Physik. Da sind die Basisgrößen und die zugehörigen Einheiten richtig zu rücken. Fangen wir mit der Länge an. Sie wissen, das ist Meter. Und da gehe ich auf Länge. Kilogramm passt zu Masse, Kelvin zur Temperatur, Candela zur Lichtstärke, Ampere zur Stromstärke und die Sekunde zur Zeit. Und da haben wir dann als nächstes gleich Chemie. Und da hat man links die Symbole. Da fangen wir an mit Gold ganz hinten unten. Das passt zu AU, Aurum, Kupfer zu Cu, Eisen zu Fe, Kohlenstoff zum C, Blei zum Pb und Zinn zum Sn. So, auch wieder ganz einfach. Wer schon mal Chemie hatte und hat die Periodentafel sich angeschaut, der sieht das. Wenn es falsch gewesen wäre, hätten wir es ja unten noch nachgucken können. Die nächsten, da geht es jetzt um Kunst. Vincent van Gogh, den nehme ich gleich mal hier unten hin. Salvador Dali ist der jüngste in der Liste. Der passt dann dahin. Albrecht Dürer, habe ich mir schon gemerkt, ist der zweitälteste. Der habe ich jetzt falsch gemacht, der passt hier hin. Ja, dann haben wir den Pablo Picasso, der passt dahin. Leonardo ist der älteste, dahin. Wenn ich den jetzt anders einordnen wollte, sehen Sie, kann man das also mit einem nochmaligen Tippen passend machen. Der Rembrandt, oh, der ist aber offensichtlich falsch. Rembrandt der gehört hier hin. Also Vincent van Gogh, der war hier oben. Sie sehen, also man kann, wenn man jetzt Fehler gemacht hat, kann man das also leicht korrigieren. So, jetzt müsste es aber auch richtig sein. Und ist auch so. So, bald haben wir es ja schon geschafft. So, jetzt Mathematik. Da muss man also erst ausrechnen, damit man es richtig zuordnen kann. 2 hoch 8 ist 16 hoch 2. Ja, das 256. Wurzel aus 225 ist 15. 4 hoch 2
das ist das gleiche wie 2 hoch 4. Und 3 mal in Klammern auf 8 plus 12, also Klammern muss man dann erst ausrechnen, sind 20 und 3 mal 20 sind 60. 6 hoch 2 sind 3 mal 8 plus 12, weil das sind 36 und das ist gleich wie 6 mal 6. Und 10 hoch 3, das gibt 1000 und 3 mal 8 dazugerechnet gibt 1024 und das gibt dann 2 hoch 10. Also solche Sachen kann man hier in Mathe ganz leicht auf die Reihe kriegen. Jetzt sollten wir natürlich auch sehen, dass ich das richtig gemacht habe, weil wäre echt eine Pleite, ne, wenn ich das nicht hingekriegt hätte. So, dann nächste. Dann ist es jetzt mal wieder was also nichts mit schulischen Leistungen zu tun hat. Fußball, ne, da soll man die Weltmeister zuordnen. 1930 Uruguay, 34 Italien, also England war 66, Wembley-Tor, ne, Bundesrepublik Deutschland, Wunder von Bern war 54, Brasilien, da komme ich immer durcheinander, das war jetzt entweder 70 oder 78, nehmen wir mal 70, Argentinien 78. So, das wäre jetzt Zufall, wenn es richtig wäre. Oh, mal Glück gehabt, ne? 78, ja, 78, hatte ich irgendwie noch in Erinnerung. Das nächste ist mal wieder was anderes, Erdkunde. Da sind die natürlich nicht trivial, aber Ägypten bringt wahrscheinlich noch jeder zu Kairo. Albanien wird schon schwieriger für die meisten, weil das Tirana, Angola, passt Luanda, Algerien, das hört sich ja im Namen schon passend an. Äquatorialguinea ist Malabo und dann bleibt nur noch das übrig. Also, das sind also so Sachen, ne? Die 200 Länder und Hauptstädte, die kann man hier locker unterbringen. Jetzt kommen die einfachen Sachen, Frage 9, das ist die Addition, da muss man natürlich auch wieder, da muss es eigentlich jeder können, ne, der schon das 3. Schuljahr erfolgreich absolviert hat und das 4. 18 plus 12 gibt 30, da muss man also dann entsprechend die 30 suchen, die 23 und 8 plus 2 gibt 10. So, mache ich jetzt mal keine Prüfungen, werden alle richtig sein, damit es schneller geht. Jetzt kommt die Subtraktion, 6 minus 5, das ist ja 1, das ist 8. So, nächste. Gleich haben wir es auch geschafft. Jetzt die Multiplikation und 80. So, das ist also jetzt, falls ihr mal Wettbewerb machen werdet, am schnellsten alles grün, da kann man sowas machen. 8 durch 2 sind 4, 14 durch 2 sind. So, jetzt war es das. Da sieht man, hier steht dann zum Teil unvollständig, aber ich kann trotzdem auf Abgabe gehen. Ich denke, dann wird also gesehen, dass das richtig war. 69 von 72 Punkten, 96%, das wäre immer noch bei einer 1, ne, wenn man das jetzt so in Schulnoten beguckt. Und da kann man natürlich jetzt noch mal schauen, wo der Fehler war. Da sind nämlich die 3 Fehler, die mir fehlen. Das war also hier die arabischen Begriffe, die waren das. Die anderen sind alle richtig. Da kann man also sehen, wenn man das oft genug gemacht hat, dann kann man diese Zuordnung auswendig. Aber wenn man hier alle 996 Möglichkeiten nimmt, dann wird das sicherlich für manche Schüler schon eine ganz schöne Tortur, wenn sie dann alles im grünen Bereich haben wollen. So, das war die Sache am Smartphone.